Während des Zweiten Weltkrieges hörte man ausgesprochen viel Radio. Zum einen, um Informationen über mögliche Luftangriffe zu erhalten und zum anderen, um Neuigkeiten von der Front und den seinen dort Stationierten zu bekommen. Doch zudem wurde noch etwas ganz anderes übertragen, nämlich das Wort des sogenannten Führers. Doch beginnen wir ein wenig früher, wagen wir eine kurze Zeitreise in Deutschland vor 1933. Zu diesem Zeitpunkt waren Radios absolute Luxusartikel. Lediglich 1–2% der Bevölkerung besaß ein eigenes Radiogerät. Mit der Machtergreifung jedoch hebelten Joseph Goebbels und das Reichspropagandaministerium diverse wirtschaftliche Mechanismen aus. Und so mussten von nun an alle 28 deutschen Radiohersteller ein optisch wie technisch baugleiches Modell herstellen, welches sie dann zum selben kostengünstigen Preis zu verkaufen hatten, den sogenannten Volksempfänger. Das Modell, welches wir hier sehen, war der VE-30-1. VE steht hierbei ganz simpel für Volksempfänger und die 30-1 für den 30. Januar 1933, also den Tag der Machtergreifung Adolf Hitlers und der Nationalsozialisten. Und genau daran sollte man erinnert werden, jedes Mal, wenn man das Gerät betätigte, wem man diesen tollen Unterhaltungsapparat denn überhaupt erst zu verdanken hatte, nämlich Adolf Hitler. Das Ziel der totalen Rundfunkerfassung der deutschen Volksgemeinschaft ist dennoch gescheitert. Für große Teile der Bevölkerung, vor allem für die sogenannte Arbeiterklasse, war er schlicht immer noch zu teuer. Dennoch entstand ein neues Massenmedium, dessen sich die Nationalsozialisten rigoros bedienten, um die Stimmung im Volk zu lenken und zu steuern. Und genau darum ging es ihnen von Anfang an. Es ging nie um die musikalische Bespaßung der Allgemeinheit, sondern um Einflussnahme. Und eben jene Kombination aus unterschwelliger Propaganda und Unterhaltung machten den Volksempfänger so erfolgreich. Für uns heute ist es ganz selbstverständlich, 1933 aber ein absolutes Novum. Die Geschichte des Volksempfängers stellt zweifelsohne eine Schwelle dar. Niemals zuvor war es möglich, das aktuelle Zeitgeschehen direkt nach Hause in den eigenen Haushalt zu bringen. Es ist ein Unterschied, ob man den nüchternen Inhalt einer Rede tags drauf in der Zeitung abgedruckt liest oder das Ganze live mitverfolgen kann. Die Stimme des Redners hört und das Gejubel der Menge hört und somit praktisch Teil des Geschehens wird. Hitler war somit also präsent im deutschen Eigenheim, wie das kein deutscher Politiker jemals vor ihm war. In Schulen, Behörden und staatlichen Einrichtungen versammelte man sich zudem, um gemeinsam übertragene Reden des sogenannten Führers mit anhören zu können. Und so kamen schließlich auch diejenigen mit dem Volksempfänger und seiner Propaganda in Kontakt, die kein eigenes Gerät zu Hause hatten. An dieser Stelle sei dennoch erwähnt, dass das Gerücht, dass keine ausländischen Sender durch Frequenzsperren empfangen werden konnten, zwar hartnäckig, aber genauso unwahr ist, wie es Gerüchte eben oftmals an sich haben.